Alrighty dann Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti. Und ja, der legendäre Dungeon steht vor der Tür. Deshalb ist jetzt die Challenge, weniger Aufrufe auf diesem Video zu generieren als zuletzt. Nein, irgendwie, keine Ahnung, sieht das aktuell ein bisschen lustig aus mit den Aufrufen. Gefühle irgendwie plötzlich weniger geworden, aber das hat vielleicht auch mit YouTube-Algorithmus und dem Sommer zu tun. Ist alles kein Problem, Leute. Das Wichtigste ist, wer Bock hat, dabei zu sein, der ist natürlich dabei. Und legendäre Dungeon-Vorbereitung liegt auch auf dem Plan. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Da habe ich natürlich gleich mal die Frage, wie ist das bei euch? Wie habt ihr geplant, am legendären Dungeon teilzunehmen? Wollt ihr da ordentlich reinballern, nur ein bisschen Free-to-Play reingucken oder sowas? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Für die es, ich glaube es nicht, dass es jemand gibt, der es nicht gesehen hat, aber Dorsa hat natürlich ein fettes Gewinnspiel bei sich für den Legi-Dungeon mit 100 Euro. Das ist mega fett, also mach da auf jeden Fall mit. 100 Euro, da kannst du schon mal im Legi-Dungeon, ja, so 6 Ultimate Runs, 5 bis 6, eher 5. Ich würde mal sagen, 5 Ultimate Runs sind da definitiv drin. Das würde bedeuten 15 legendäre Items. Ja, also fett. Zwischen 12 und 15 kann man damit auf jeden Fall generieren. Und ich habe auch noch einen Code für euch. Ich werde jetzt in diesem Video den in 4 verschiedenen Parts einfügen, nacheinander. Kurz einblenden hier. Und ja, ihr könnt den euch merken oder auch nicht. Und wenn ihr ihn zusammenbastelt, der Erste, der es geschafft hat, der erhält dann einen 50er Pilzcode. Immerhin. Immerhin. Beachtet das natürlich, wenn ihr da eingeben wollt, auf welchen Server ihr das macht. Ja, und ich habe mal ein bisschen geguckt. Legendäre Dungeon-Vorbereitung ist immer ganz praktisch, wenn man natürlich vorher ein paar Level macht, damit man dann bessere Items und Steine bekommt. Und ich bin jetzt mal einfach durch SF Game Tools gegangen und fange mal bei EU3 an. Ich will mal die Dungeons legen, die definitiv sehr gut drin sind. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen skillen vorher. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Aber sag mal, alles das, was annähernd 1% hat, würde ich jetzt einfach mal gerne schlagen wollen. Und ja, annähernd 1% durch das Skillen sind wir ja da fast schon bei 1%. Das ist natürlich auch ganz hübsch. Ich würde sagen, der ein oder andere geht. Der ein oder andere Dungeon geht da definitiv. Wenn wir ein bisschen Ausdauer hochskillen, sieht das Ganze doch so recht freundlich aus. Und mal schauen hier. Der Damage ist nicht besser. Kann ich nicht gebrauchen. Meine Nase macht natürlich auch nicht so gut mit. Deshalb werden wir das Video nicht zu lange werden lassen, gehe ich mal davon aus. Ja, und man sieht, dass die Items besser werden können schon, definitiv. Also da ist Spielraum nach oben. Ich wollte jetzt nicht mehr großartig hier irgendwie wechseln. So kurz vor dem Legi-Dungeon, da kommen ja eh nochmal bessere Epics. Und ja, wie gesagt, ich schaue hier auf allen Servern auf jeden Fall mal rein. In der letzten Server-Rundschau natürlich gesagt, tendenziell etwas weniger, aber selbst 2 legendäre Ultimate Runs sind ja 6 legendäre Items und einige Epics. Das ist schon also sehr hübsch. Und ja, gucken wir mal rein. Gehen wir erstmal ins Portal. Das war eigentlich klar, dass wir den nicht direkt schlagen. Und Cutterly Hat kommt da als erstes dran. Und der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Jawohl, das sieht doch hübsch aus. Wie sieht es denn da beim nächsten aus? Oh, der hat noch eine viel höhere Chance hier, der Kollege. Da bin ich anscheinend schon drüber. Ja, dementsprechend kommen jetzt hier auch noch welche, die eine gute Chance haben, geschlagen zu werden. Ja, das wird natürlich alles ein bisschen geringer, aber nicht zu gering, sodass wir da nicht viele Tries brauchen. Es sind jetzt auch nicht die Mega-XP, die man da generiert, ne? Also ein Zehntel von dem, was man braucht. Aber gut, das bedeutet 10 Dungeons sind dann auch schon mal ein Level. Und das ist krass, der letzte Dungeon war irgendwie bei fast 30% Winrate und der ist nur noch bei 3,81% Winrate. Also ein derber Unterschied. Level ist auch nicht so nice, also das Epic, was wir jetzt kriegen, sollte nicht so stark sein. Es sei denn, wir haben ein sehr altes im Slot. Aber der ist ein bisschen härter. Das Level Up mitgenommen. 26, nee, es ist sogar schwächer, siehst du. Ich hab's geahnt. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hatte es auf der Zunge. Aber lieber auf der Zunge als irgendwo anders, ne? Ganz klar.
Und der nächste geht gar nicht mehr. Ne? Ist halt Intelligenzgegner, da ist dann schwierig. Also da haben wir im House of Horrors ein bisschen gemacht. Third League geht nix. Aber hier geht wieder was im Hogwarts Dungeon. Nee, warte mal. Das ist ja gar nicht der Hogwarts Dungeon. Der hier geht. Der nächste geht wahrscheinlich. Ah, doch, geht auch noch. Ist ein Magier. First Try sogar, nice. Der hat ein besseres Item gedroppt, würde ich meinen, aber es 5 Attribute. Oder kann ich hier fast in der Festung noch Dings ausbauen? Treasury. Damit dann nochmal was geht. So, der nächste Phony Loki, Killers, der hat auch noch eine gute Chance. Ja, 6%, ne, sollte man meinen, sollte schnell gehen. Aber das ist halt das, ne? Es kann auch bedeuten, ne? Also 2000 von 40.000 ist ausreichend. Aber es gibt halt auch 38.000 Fehlversuche in der Theorie. Also wenn das mal einer schafft, ne? Das wär ein Video wert, wenn einer 38.000 Fehlversuche bei einem Dungeon hat. Ja, der Badkisser hat eine niedrigere Chance. Wird trotzdem hoffentlich relativ schnell jetzt kaputt gehen. An die geben ein bisschen mehr XP. Ja. Also pro Dungeon schon fast das Doppelte als bei der andere Dungeon. Ne? Also das ist gar nicht so übel. Der ist hartnäckig. Der mag wohl nicht meine spröden Lippen küssen, der Kollege hier. Na los, komm, also 4,42%, ne? Rudis, gerade habe ich den Witz gemacht. Zeigt mir mal einen, der 38.000 Fehlversuche hat jetzt. Und jetzt kommt er. Ah. Gutes Kind, gutes Kind. Ja, viel Gold. Leider kein Witches Dance mehr, wir werden es verkaufen. Schauen wir mal den nächsten an, Guardian of the Golden Egg. Naja, bei dem ist dann Schluss. Bei dem ist Schluss mit lustig. Und wer kommt denn hier danach? Ja. Spiders Again, Hermoridor, auch die gehen. Immerhin 16%. Ne? Nicht so viel wie Arfan Blame, den wir da hatten. Aber auch das Epic wieder nicht ausreichend stark, leider. So, sammeln wir. Sammeln wir tatsächlich gerade an. Wer kommt denn hier danach? Der Orc-Boss. Der hat auch noch eine gute Chance, aber auch nicht viel XP, ne? Das ist krass. Ah, First Try, immerhin. Das war doch lecker. Besok. Besok geht auch noch, wenn auch 2,47%. Das kann ein bisschen dauern. Ah, der macht auch gleich einen schönen XP-Sprung. Aber die dicken Dinger kommen ja noch. Die dicken Dinger kommen ja noch. Ja, an der Stelle kann ich auch vielleicht sagen, ich habe den einen oder anderen Kommentar auch gelesen. Vielen Dank dafür, die meinen, hey, würden dich vermissen auf EO3 oder wenn du vielleicht doch EO4 spielen willst, dann kannst du das und so machen. Und ja, also prinzipiell fand ich mega nett, dass ihr mir da geschrieben habt, auf welchem Weg auch immer, in-game oder auf YouTube oder wie auch immer. Und es ist prinzipiell ja so, dass ich die Server nicht aufhören will, weil ich dann jetzt ja keinen Spaß dran habe oder so. Klar, ich hatte auf beiden Servern Startprobleme, aber ich bin dann doch in Gilden reingekommen, wo ich mich dann relativ wohlfühlen konnte, wo die Leute nett zu mir waren und ich auch einen Beitrag leisten konnte, halt, dass der nächste hier 2%, nicht ganz 2%, ja, mal gucken, wird den jetzt rausballern. Wie gesagt, das Video soll ja eigentlich nicht so lange gehen. Ja, ich bin mir gerade über mein Kind nicht sicher auch, was das macht. Das ist natürlich auch sehr warm. Ist für die Kleinen ja auch immer nicht ganz so geil. Der hat sich nicht lange lumpen lassen. 3% Hitpoints aber hier dabei. Ach komm, das holen wir uns jetzt mal her. Bin ja hier Mixed Gear drin. Oh ne, passt soweit.
So, der nächste. Mal schnell schauen. Ne, der geht nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert tatsächlich. So, da haben wir das da. Aber jetzt kommt hier der hier. Der hat eine 47%ige Chance. Also der sollte fallen. Und wie gesagt, also hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Und die Server würde ich tendenziell ja nur aufgeben müssen, weil ich auf EU5, wenn ich starte, in einer guten Gilde spiele. Also entweder im Heimathafen, wobei die Tendenz jetzt aktuell eher zu Thunderstorm geht. Also ich habe mich bei tendenziell beiden beworben, aber ich habe nur bei Thunderstorm, sage ich mal, eine Rückmeldung bekommen. Habe mich halt beim Heimathafen deutlich zeitiger beworben und würde halt Thunderstorm auch absagen, wenn ich vom Heimathafen eine Zusage kriege. Aber man weiß ja halt immer nicht so, wann das passiert oder ob es überhaupt passiert. Ich will ja keine Extrawurst haben. Müsste mich aber in beiden Fällen auf jeden Fall zeitlich sehr stark auf EU5 einschneiden, um täglich alles zu machen. Bei Thunderstorm speziell liegt auch ein großer Fokus an der Festung und ja, da braucht es auch extrem viel Zeit. Also das heißt doch nicht, dass ich da mega viele Videos vielleicht drüber mache. Also ich versuche schon natürlich alles zu dokumentieren dann. Ist sicherlich auch interessant, aber vor allen Dingen geht es um die ganzen Spielgeschehen. Ich meine, einen guten Serverstart spielen, Gemmine und sowas hochballern, das kann ich ja. Aber wirklich die Festung grinden zum Beispiel, um zu sagen, okay, wir legen den Fokus erstmal auf die Festung, Hall of Fame und sowas, nicht auf die Gemmine und alles, das halt über, also Festung 10 hinaus, das ist schon ein Ding. Und das braucht halt extrem viel Zeit und Konzentration. Und ich meine, mein Vorteil auf EU1 ist, dass ich jetzt in der Dungeon-Pause bin. Auf S41 bin ich ja sowieso jetzt quasi aus der Dungeon-Pause schon relativ fertig raus, kann man sagen. Oh, hier gehen noch einige, ist krass. Also vielleicht geht der und der nächste auch noch. Ja, das sind natürlich mega viele XP, die da auf einen warten. Sehr lecker. Der nächste ist ein... Oh nee, okay, der geht nicht mehr. Also 0,45% könnte ich versuchen, aber mache ich jetzt nicht. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, ich würde für diesen Zweck auf jeden Fall die beiden Server abgeben müssen. Also auf EU4 habe ich ja natürlich auch noch die Players to Watch irgendwo, ne, die auch noch eine Rolle spielt. Aber das spiele ich ja nicht selber. Da muss ich natürlich einmal mir Zeit nehmen, abends mir die ganzen Spiele auch nochmal angucken, dass ich da ein schönes Video rausballern kann. Aber ansonsten, ja, ist das dann natürlich deutlich entspannter, als selber dann zu spielen. Und es ist ja auch so, dass man trotzdem, also ich diese Chars jetzt nicht, klar, jetzt mache ich mal ein paar Dungeons und pushe ein bisschen hoch im Level, aber an sich sind die Chars auch nicht optimal gespielt. Da ist schon viel flöten gegangen. Auf E4 mache ich auch Hanebüchen mit den Pets. Also das ist alles so weit, ich sag mal, also das mache ich jetzt noch, weil die Server natürlich noch frisch sind und die Gilden halt, wie gesagt, auch nett, dass ich sage, ich wollte ja auf beiden Servern eigentlich gar nicht so lange spielen von vornherein. Also das darf man halt immer nicht vergessen. Und deshalb hoffe ich, dass die Leute, die natürlich sagen, hey, spiel doch weiter oder sowas kannst du nicht, vielleicht doch mal dich dafür entscheiden und das so machen, dass die natürlich dann auch verstehen, dass das dann in dem Fall dann halt auch nicht mehr geht. Und deshalb wollte ich das halt auch in diesem Video jetzt hier definitiv erwähnen. Okay, nehmen wir mal das auch mit hier, das Item, um einen Vergleichswert zu haben. Schlecht ist es nicht. Hesi ging bei 2% down. Ich glaube, mehr ist jetzt hier nicht drin. Naja. So, in der Lichtwelt sind wir weitestgehend jetzt durch auf dem Server. Ja, im Tower geht definitiv was. Das brauche ich jetzt aber nicht machen. In der Schattenwelt geht auch was. Also einiges. Einiges. Das muss ich noch machen, aber würde ich jetzt nicht mehr im Video machen. Das Einzige, was wir vielleicht machen können, ist mal hier... Ach nee, können wir noch gar nicht. Loop der Idole ist noch zu schwach. Aber also hier geht definitiv was in dem Bereich. 296 bin ich jetzt, ich weiß gar nicht. Also 300 könnte drin sein. Wir wollen jetzt noch mal auf EU4 wechseln zum Abschluss des Videos und da auch noch mal gucken beim Baden, ob da was geht. Ich denke, da geht auch was. Wobei ich da zuletzt auch schon ein bisschen gespielt habe. Und da schauen wir das uns mal schnell an. Ja,
Also was gehen könnte, wäre Roman der Ruchlose bei 0,85%. Die Osterers Dungeons, die gehen auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt, ist ein gutes Beispiel, ich habe jetzt auf beiden Servern nicht meine 100 Alu gestern gespielt. Ne? Also nehme gerne ein bisschen was über die Zeitmaschine mit, gerade wenn noch kein Event ist. Klar, man verliert da auch Früchte, wie gesagt, ich traue es mir gar nicht zu zeigen. Ich mache da echt Hanebüchen mit den Pads, einfach so just for fun. Aber es bringt halt natürlich nichts, weil eigentlich der Char dadurch ja nicht stärker wird. Und dementsprechend besteht dann immer die Gefahr, dass man dann auch den Spielspaß immer mehr verliert oder trotzdem den Anschluss verliert. Und das ist eben dann der Grund auch, warum ich vornherein eigentlich die Server nicht langfristig spielen wollte. Ja, und das andere ist eben mit EU5 wäre das dann, sollte EU5 nicht so zustande kommen mit Teilnahme in einer Top-Gilde, sage ich mal, die wirklich auf komplette Aktivität zählt, dann, ja, weiß ich nicht, ob sich dann nochmal da was ändert oder wie, in welcher Form sich da was ändern kann. Das muss ich dann evaluieren, wenn wir, ja, sag ich mal, in dieser Situation sind. Hier geht auf jeden Fall noch der Peter. Ja, als Magier, wenn wir den mal wegklatschen, der hat eigentlich eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, fast 4%, dass das jetzt nicht so ein fetter Aufriss hier wird. Der gibt auch ordentlich XP, also für das Level ist das, was er an XP bringt, fast ein Level up, also immer noch sehr, sehr stark, aber man sieht natürlich, auch wenn er kein Krieger ist in Game of Thrones, ist er schon ein bisschen härter trotzdem. Also trotz 4% haben wir jetzt hier nicht so gerade das Glück des tüchtigen Kriegers oder Barden, der eine Melodie spielt, und damit den Meister der Münze und Bordellbesitzer zu schlagen. Oh, das war knapp. Und ja, können wir auch fast noch ein Thema ansetzen. Ich hatte zuletzt mal eine Umfrage gemacht, ob ihr Game of Thrones zum Beispiel geschaut habt oder einige andere Serien, die ich im Prinzip auf eine ähnliche Stufe bringe. Und das hat auch den Hintergrund, dass ich vorhabe, mal auf dem Kanal ein paar, ja, sag ich mal, Ausschnitte dieser Serien zu zeigen. Im Moment sehe ich da irgendwie keine Probleme. Es wird viel auf YouTube auch gemacht. Und da ist natürlich schön, wenn es da auch ein paar Leute von euch gibt, die das halt auch gerne geguckt haben. Weil ich habe ursprünglich überlegt, ich mache einen Unterkanal auf, nur für diese Sachen. Im Fall es da mal urheberrechtliche Probleme gibt, weil ich vielleicht dann doch was gemacht habe, was ich nicht machen darf. Auf der anderen Seite ist natürlich die Zuschauerschaft, die man schon hat, immer eine Hilfe für neue Arten von Videos. Und ja, da bin ich am Überlegen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Umfrage, zwecks Unterkanal oder halt auf diesem Kanal. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal im Community-Tab reinschauen. Diese Umfragen sind hier immer sehr, sehr hilfreich. Ne? Also macht halt auch Sinn. Holundor kommt als nächstes. Der hat eine Wahrscheinlichkeit, die ist jetzt nicht so fett. Deshalb würde ich den jetzt mal übergehen. 0,46%, klar. Könnte passen, aber ist auch vielleicht unwahrscheinlich. Ja, hier müssen wir schon mehr auf die Schattenwelt gehen. Im Tower ist definitiv was drin bei dem Kollegen, obwohl die Schattenwelt Toxic Dragon jetzt auch nicht so doll sagt, ja, schlag mich. Wir haben aber noch den Toxic Tree, der immerhin auch 18 Millionen XP, nee, der gibt fast 50 Millionen XP, also der hier, der ist besser in der Wahrscheinlichkeit als der Drache. Würde ich den jetzt einfach nochmal probieren. Und ja, hier habe ich natürlich auch schon eher ein paar Dungeons gemacht, deshalb geht jetzt hier gar nicht so viel. Da würde ich dann eher sagen, brauchen wir die ganzen neuen Items, Legendary Waffen bestenfalls natürlich, um dann ordentlich auch Damage reinzuballern. Das kann ich auch nochmal dismanteln, definitiv. Schauen wir mal, ob der nächste auch noch geht. Ist ein Kundschafter, könnte gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Da würde ich doch mal auf Holundor gehen. Der hat noch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Können wir noch ein bisschen hochskillen hier. Und ja, genug Ausdauerhammer. Das ist kein Problem jetzt an der Stelle. Es geht trotzdem noch ein bisschen Ausdauer hoch und geben dem jetzt nochmal ein paar Tries, würde ich sagen, die Minuten da. Ne? Sagen wir dem mal, hey Leute, hey Brudi, lass mich doch mal durch. Ich will noch mal ein Level-Up mitnehmen. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein schönes Level-Up, wenn wir den auch nochmal schlagen. Ne? Auf beiden Servern muss ich aber noch in den Tower gucken. Das ist auf jeden Fall Gold, was mir da flöten geht. Ja, die Stimme und auch die Nase machen auch nicht mehr so lange mit.
Deshalb, ja, mache ich jetzt noch ein paar Tries, verabschiede mich schon mal von euch. Ich habe, ach Quatsch, Momentchen. Ich habe noch was vergessen. So, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, warte mal, dann machen wir das jetzt so. Hier, da seht ihr jetzt den zweiten Part des Codes. Ja, den ersten Part, der war relativ zu Beginn, kann ich euch sagen, des Videos. Zack, weg. Und den letzten zeige ich euch auch gleich nochmal. Da habe ich natürlich glatt vergessen, was ich euch da angeboten habe. Ne? Also, gehen wir mal 50 Tries. Und dann mit Ansage bringt es natürlich extrem viel, ne? Ihr müsst natürlich dann alles zusammen. Okay. Ihr müsst natürlich alles zusammen vorstellen. Also achtet auch auf die Komma, auf das Minus. Aber wie gesagt, gibt es bei dem Charakter ein. Hey Leute, jetzt höre ich mich selber, bitte. Wir haben da ein paar Aufnahmen mit seinem. So. Wo ihr die 50 Pilze auch haben wollt und ihr müsst eben alles komplett eingeben. Es kann nur einer schaffen, also der mit am ersten war, der hat halt Glück. Ich habe es nicht großartig angekündigt, ich bin mal gespannt, wie aufmerksam ihr zugeschaut habt. Wir feiern jetzt nochmal den Sieg an den Holundor. Gegen Holundor. Der nächste, der jetzt hier folgt, ist auch wieder ein Krieger, der hat jetzt fast gar keine Chance. Also klar, die Prozente sind vielleicht ein bisschen gestiegen, wegen dem höheren Level auch. Stimmt, muss ich auch nochmal gucken. Es ist 0,01% mehr im Schnitt. Das macht das Kraut jetzt nicht fett. Trogo Threatening, aber hey, bisschen besser sind wir wieder dabei. Und dann sage ich jetzt wirklich ciao, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer